liebe Grüße aus Hamburg und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jenny Siering, ich bin Energieheilerin, Coach und Yogalehrerin und du hörst heute deinen Herzzeit-Podcast zu deinem Glück und zu deinem Herzen. In der heutigen Folge geht es für dich und für mich um das Thema wahrhaftig sein, das erste Trimester meiner Schwangerschaft. Ich habe etwas überlegt, ob ich diese Folge mache. Ich habe bloß mich gerade sehr viel mit Frauen ausgetauscht über das Thema Schwangerschaft, wie man sich gefühlt hat, wie man sich fühlt und habe auch so ein bisschen mit meinen Frauen, mit denen ich selber energetisch arbeite, die mir auch helfen auf meinem Weg, darüber gesprochen, ob es gut wäre, eine wahrhaftige, also eine ehrliche Folge darüber aufzunehmen, wie ich mich in den ersten 3 Monaten meiner Schwangerschaft gefühlt habe. Und es kam immer wieder der Anklang, bitte mach das, bitte erzähl, was da los ist. Und das nicht nur für die Frauen, die schwanger waren, schwanger sind oder bald schwanger werden, sondern wirklich für die Männer, für die Freunde, für die Freundinnen der Schwangeren, für die Chefs, für die Leute, vielleicht auch für die Kinder der Mütter, dass wir einfach verstehen. Und auch mir war das gar nicht bewusst, wie kraftraubend so das erste Trimester sein kann. Und es geht auch wirklich darum, das ist meine Wahrheit, das sind meine ersten 3 Monate. Ich weiß auch von sehr, sehr vielen Frauen, dass sie ein wundervolles erstes Trimester hatten. Und das finde ich natürlich großartig, aber ich merke halt immer, dass bei mir und auch auf dieser Welt es immer 2 Medaillenseiten gibt. Also das Yin und das Yang, das Oben und das Unten, das Hell und das Dunkel. Und genauso war das bei mir auch in den ersten 3 Monaten. Und für mich ist es immer wichtig, auch die Schattenseiten anzusprechen. Also das, was vielleicht nicht so toll lief und was ich daraus gelernt habe. Denn alles, was in unserem Leben passiert, was vielleicht sich ein bisschen dunkel oder unschön anfühlt, hält etwas Großes für uns bereit. Und ja, da möchte ich dich einfach mit in diese Folge nehmen. Es geht wirklich um wahrhaftig sein und ich sage dir auch nochmal, was das Wort für mich bedeutet und wie es mir ergangen ist in den ersten 3 Monaten. Und vielleicht hilft es dir selber, wenn du jetzt schwanger bist, zu merken, ich bin da nicht mit alleine. So ging es Jenny auch. Oder wenn du eine Freundin hast, die gerade schwanger ist oder schwanger werden möchte, dann schick ihr doch einfach schon mal den Podcast, dass sie weiß, wenn was ist, dann kann sie sich das anhören. Oder auch alle Männer, Freunde, Freundinnen, Chefs, hört euch das an, damit ihr wisst, wie geht es eurem Gegenüber, damit ihr dort einfach besser reagieren könnt. Denn dort sind sehr viele Hormone im Spiel und wir Frauen können uns oft gar nicht dagegen wehren, wie wir in dieser Zeit sind. Und ich fange gleich erstmal an, nochmal Danke zu sagen. Danke an Travel is a Soul und an Lene. Lene und Travel is a Soul haben mir eine ganz tolle Rezension bei iTunes geschrieben. Ich danke euch von Herzen dafür. Und jetzt gehen wir auch schon richtig in die Folge rein. Also wahrhaftig ist für mich ein Wort, was sehr, sehr kraftvoll ist, was für mich sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen seitdem ich auch Yoga mache. Wahrhaftig zu sein heißt, offen zu sein, ehrlich zu sein, nicht zu lügen, zuverlässig zu sein, geradlinig, einfach, vertrauenswürdig, integer. Und im Sanskrit, in der Gelehrtensprache der Inder, sagt man auch, das heißt Satya. Das Wort Satya ist wahrhaftig sein. Das ist das 2. Yama. Und es gibt im Yoga eine Disziplin und der ist 8gliedrig. Den hat sich sozusagen ein Gelehrter ausgedacht, der Herr Patanjali, wenn du das mal dir anschauen willst. Und er hat für uns Menschen einen Weg und eine Disziplin aufgezeigt, wie wir besser im Leben mit uns und mit anderen Menschen umgehen können. Und wie ich das erste Mal gehört habe, wie diese 8 Disziplinen heißen. Und eines davon ist halt Satya, die Wahrhaftigkeit, das Ehrlichsein. Habe ich für mich wieder gemerkt, wie oft ich schon sehr ehrlich in meinem Leben war und wie wahrhaftig. Und dass das eine Tugend ist, die ich immer mehr verbreiten möchte. Und deswegen ist auch dieser Podcast entstanden, weil ich euch erzählen möchte, was meine Learnings sind, was meine positiven Dinge sind, die ich lerne, aber auch meine negativen Sachen, in denen ich gerade stecke. Und ich bin jetzt gerade im 4. Monat und ich bin raus aus dem ersten Trimester und ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich möchte euch trotzdem mitnehmen, was in den ersten 3 Monaten mit mir los war.
Als erstes haben wir den Schwangerschaftstest gemacht und ich habe mir das ganz pompös und ganz mit Feuerwerk vorgestellt, dass wenn wir diesen Schwangerschaftstest machen und mein Mann und ich, wir wollten ein Kind sehr gerne haben, dass es dann halt einfach so ist, Bam, Boom und wir freuen uns und wir weinen und wir liegen uns in den Armen und wir haben diesen Schwangerschaftstest gemacht und es war ein kleiner Punkt dort und eigentlich soll ein ganz großer Strich da sein und ich saß da so, mein Mann auch, ja, was bedeutet das denn jetzt? Und innerlich habe ich natürlich schon gewusst, dass ich irgendwie schwanger bin, weil auch alles etwas anders war. Ich hatte eher ein seitliches Ziehen in meiner Leistengegend, ich hatte nicht mehr so groß PMS vor meinen Tagen oder meinen Tagen, die ausgeblieben sind. Aber der Schwangerschaftstest war so, ja gut, dann bin ich wohl schwanger. Und es war jetzt nicht so das Feuerwerk der Freude. Und da habe ich schon gedacht, ist das überhaupt so richtig? Eigentlich müsste ich mich ja viel mehr freuen. Und habe schon so ein bisschen gedacht, Jenny, vielleicht freust du dich ja gar nicht so, weil du dich vielleicht nicht so auf das Kind freust. Aber was ich im Nachhinein nochmal für mich festgestellt habe, ist, da kommt natürlich dann auch viel hoch. Wie wird das jetzt? Jetzt verändere ich mich, jetzt verändert sich vielleicht die Partnerschaft. Also alles das kommt ja schon unterbewusst hoch und das war in meinem oder in unserem Fall auch so. Auf jeden Fall haben wir uns dann irgendwann nochmal einen zweiten Schwangerschaftstest gemacht, der sehr, sehr positiv war. Und ich habe dann den Frauenarzt angerufen, wollte einen Termin haben. Und dort sagte man zu mir, dass ich erst in 3 Wochen kommen muss, weil vorher sieht man eh nichts. Und die könnten halt auch nur so einen Test machen. Das fand ich schon mal sehr komisch, weil man schon gedacht hat, okay, man verlässt sich jetzt also auf diesen Schwangerschaftstest, ohne nochmal einen professionellen Arzt bei Rate geführt zu haben und weiß jetzt oder fühlt, dass man schwanger ist. Aber bei mir war es dann halt auch so, dass recht schnell die Schwangerschaftsübelkeit eingetroffen ist und man sagt halt immer morgens Übelkeit, aber bei mir war es halt den ganzen Tag. Ich habe mich übel gefühlt, ich habe mich so gefühlt, als wenn ich einen Kater gehabt hätte den ganzen Tag. Mir war schwindelig, ich hatte Kreislauf, ich konnte in der Zeit gar kein Yoga machen. Ich konnte nicht meditieren. Meine Dankbarkeit war so am Ende in der Zeit. Gerade die ersten Tage ging es natürlich noch, aber wenn du dich immer schlecht fühlst, dich immer übel fühlst, dann kamen bei mir halt auch irgendwann so depressive Züge auf, weil ich einfach nur rumgelegen habe. Ich habe mich nicht produktiv gefühlt und das ist eigentlich ja so ein Schwachsinn, weil in dieser Zeit sind wir Frauen so produktiv, weil die ganze Energie halt einfach abgezogen wird und sich in der Mitte oder unterhalb des Bauchnabels befindet, da wo das Kind gerade wächst. Und ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass ich so eine App habe, die mir jeden Tag sagt, dein Baby macht jetzt den und den Sprung. Und weil du diesen Sprung machst, geht es dir jetzt so und so. Ich glaube, dann hätte ich mich einfach produktiver gefühlt. Also ich habe mich sehr unproduktiv gefühlt, ich habe mich schlapp gefühlt, ich habe mich leicht depressiv gefühlt. Ich habe mich auch so gefühlt, dass ich gedacht habe, ich freue mich gar nicht so richtig auf diese Schwangerschaft und ich habe auch noch gar keine Connection so richtig zu meinem Baby und eigentlich sollte ich mich doch freuen. Und ich hatte damit ein bisschen zu kämpfen am Anfang. Ich habe da zum Glück sehr gut mit meinem Mann drüber sprechen können und er ist wirklich so großartig, dass er mir immer zugehört hat, wenn dann mal die Tränen kamen, dass er auch wirklich gesagt hat, ey Jenny, du leistest so viel und nimm dir die Zeit. Aber natürlich sind bei mir auch Gedanken gekommen, wie ich bin selbstständig, ich müsste doch jetzt arbeiten, ich brauche doch auch das Elterngeld nächstes Jahr. Und all das sind natürlich Dinge, die, gerade wenn es einem nicht so gut geht, man so ein bisschen vergisst, dass es doch eigentlich alles gut ist und man viel mehr in die Sorgen geht. Und du weißt, ich bin ein Freund davon, in die Dankbarkeit zu gehen. Ich sage, wenn wir in die Dankbarkeit gehen, dann ist alles gut. Ich konnte in der Zeit kaum in der Dankbarkeit sein und ich habe immer nur gedacht, bitte, bitte mach, dass das aufhört, dass es mir so schlecht geht und dass ich wieder fit werde, dass ich wieder gesund werde, dass ich wieder lachen kann, dass ich wieder Spaß habe am Leben und mich nicht von Tag zu Tag schleppe. Das Einzige, was ich in der Dankbarkeit wirklich machen konnte, und das war auch die einzige spirituelle Praxis, die ich in der Zeit, in den 1,5 Monaten gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, danke, dass es mir gut geht, danke, dass es dem Baby gut geht, obwohl es mir ja nicht gut ging. Aber es war so das Einzige, was ich sagen konnte, dass ich schon sehe, es geht mir gut.
Und letztendlich ging es mir ja auch gut. Es war ja nur Übelkeit, die sich auf sehr viel einfach ausgedrückt hat. Und diese Schwangerschaftsübelkeit haben ungefähr 8 von 10 Frauen, die schwanger sind. Also sehr, sehr viele Frauen. Und ich möchte da auch nochmal sagen, ein Respekt an alle Frauen, die das schon durchgemacht haben, an alle Männer, die dort geholfen haben, alle Freunde, die geholfen haben und vor allen Dingen an die Frauen, die das 2. oder 3. Kind bekommen haben und schon Kinder vorneweg noch dort haben und sich mit dieser Übelkeit halt durch diese Zeit tragen oder schleppen, würde ich schon fast sagen. Und es ist halt ein Hormon in uns und dieses Hormon heißt HCG. Und dieses Hormon HCG macht halt wirklich, dass es einem so schlecht geht. Und da du jetzt ja weißt, dass ungefähr 8 Frauen von 10 Schwangerschaften dieses Hormon sehr ausgeprägt in sich haben, dass diese Übelkeit ausdrückt, weißt du auch, okay, du bist damit nicht allein. Und es gibt wahrscheinlich Frauen, die haben das noch viel schlimmer, die spucken auch sehr, das musste ich zum Glück nicht. Manche haben es nur morgens. Was ich wirklich gemerkt habe, ist, mir ging es besser, wenn ich irgendwann arbeiten musste. Und ich hatte in der Zeit wenige Klienten. Der Sommer hat da sein Übriges getan, dass die Leute mehr draußen sein wollten, was für mich natürlich sehr gut war. Aber ich hatte schon immer, wenn ich einen Woman Circle gemacht habe oder auch mal zu meinen Klienten in die Praxis gegangen bin, dass ich da schon gemerkt habe, hoffentlich geht es mir dort gut, hoffentlich kann ich so performen. Es ging immer sehr gut, aber trotzdem dieser Weg dorthin und zu wissen, oh Mann, eigentlich bin ich nicht so in meiner Qualität und ich möchte doch so gern für die Menschen gut funktionieren, ging halt nicht. Wir funktionieren in dieser Zeit nicht so gut und das möchte ich auch nochmal allen Chefs, allen Mitarbeitern sagen, die vielleicht mit einer schwangeren Frau gerade zusammenarbeiten. Wir sind in einem Zustand, in dem wir auch nicht so gerne sein möchten und vielleicht, dass dort einfach ein bisschen mehr Rücksicht genommen wird. Ich selber habe ja 12 Jahre im Büro gearbeitet und habe nur gedacht, Wahnsinn, was die Frauen dort geleistet haben, mit Übelkeit hinzukommen und noch so ihre Frau zu stehen. Also wirklich Respekt dafür. Ich habe wirklich so viel gemacht, dass diese Übelkeit weggeht. Ich habe alles gemacht, was in allen Büchern oder im Internet steht. Hat mir mein Mann schon Ingwer hingestellt, Ingwerwasser und kleine Tomaten, dass ich, bevor ich aufstehe, schon etwas im Magen habe. Das soll dieses Schwangerschaftshormon ein bisschen schwächen oder soll den Kreislauf ein bisschen in Gang bringen. Ich habe super viel gegessen, eigentlich den ganzen Tag immer mal Gurken, Wurzeln, Tomaten. Ich habe Globulis genommen dafür. Ich bin spazieren gegangen und habe die ganze Zeit meine Finger aneinander getippt. Auch das soll helfen. Ich habe Öle genommen. Ich habe wirklich Druckpunkte gedrückt. Ich habe an meinem Fuß massiert, die Druckpunkte, die gut sein sollen, am Handgelenk und es hat alles nichts genützt. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich muss einfach durchhalten. Und für mich war es gut, ich habe visualisiert, dass es in der 13. Woche gut wird, weil in der 13. Woche wollte ich mit meiner Freundin nach Barcelona. Das hatten wir schon sehr lange abgemacht, dass ich dort zur Yoga-Konferenz kann. Und ich hatte wirklich ein bisschen Befürchtung, dass das nicht klappen wird. Aber es hat zum Glück in der 13. Woche aufgehört. 4 Tage vor Barcelona hatte ich nochmal so einen richtigen Tiefpunkt. Ich habe gedacht, ich kann da nicht hinfliegen. Es geht nicht. Ich liege den ganzen Tag nur auf dem Sofa oder im Bett und mir ist schlecht und ich fühle mich krank. Und es hat zum Glück geklappt. Was ich auf jeden Fall gelernt habe in dieser Übelkeitsphase ist, dass dadurch, dass es uns nicht so gut geht, wir in Phasen kommen, wo wir uns vielleicht gerade nicht wiedererkennen. Und für mich war es nochmal so ein großes Learning zu sehen, gerade für die Klienten, Kunden, die zu mir kommen, die in depressiven Phasen oder in Burnout-Phasen stecken oder gerade in depressiven Phasen. Und ich kenne diese depressiven Phasen auch von mir teilweise schon vorher. Wir brauchen jemand an unserer Hand, der uns hilft. Wenn ich jetzt sage, okay, du bist jetzt depressiv, dann fang an zu meditieren oder fang an zu joggen oder fang an, dich zu bewegen, fang an zu zeichnen, fang an zu tanzen. Es geht einfach nicht. In dieser Zeit geht einfach nichts. Und man braucht jemanden an der Hand, der sagt, komm, wir machen das in der Gruppe.
Also wenn du solche Phasen kennst und du da schon länger drin bist, bitte hol dir Hilfe. Schreib dich in Kliniken ein, wo du wirklich Programm hast, wo du wieder aktiv am Leben teilnimmst, wo dich Leute auch mitnehmen. Mach das nicht alleine. Also das war schon wieder für mich so ein Learning. Wir müssen so viele Sachen nicht alleine machen. Wir denken es häufig, dass wir das alleine machen müssen. In meinem Fall wusste ich, irgendwann wird es besser. Aber ich habe mir nur so gedacht, ey, wie krass solche Phasen einfach sind, wenn wir uns so unwohl fühlen, so krank, so zerbrechlich, so schlapp, so ungeliebt, so klein, so undankbar. Und wir wissen, und gerade ich weiß, was ich zu tun habe und konnte es in der Zeit auch nicht machen, außer zu sagen, danke, dass es mir gut geht, danke, dass es dem Baby gut geht. Was ich in der Zeit auch gelernt habe, ist, dass wir Frauen uns zurückziehen dürfen. Und war es einfach normal, dass wenn wir schwanger waren, dass wir uns ausgeruht haben, dass wir es sogar gefeiert haben, dass die Energie jetzt zu diesem kleinen Wesen geht und wir diese Energie diesem Wesen schenken dürfen. Wir haben uns zurückgezogen, wir haben schon gefeiert, wir haben uns schon sehr connected mit dem Baby. Und das habe ich für mich auch entschieden. Ich habe zum Glück, dass ich das sagen konnte. Ich arbeite jetzt halt einfach weniger in der Zeit und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass ich zum Beispiel nicht ins Büro musste, mich nicht über 8 Wochen krank schreiben lassen, sondern dass ich geguckt habe, wie viel kann ich mit Herzzeit machen und wie viel nicht. Und ich habe mich auch entschieden, in der Zeit zum Beispiel keinen Podcast zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das gerade nicht gut tut, dass ich euch gerade gar keine Inspiration bieten kann, dass ich euch keine tollen Themen bieten kann, dass es für mich alles eher ein bisschen profan war, weil ich mich einfach nicht gut gefühlt habe. Was ich noch gelernt habe, gerade hier in der Stadt in Hamburg, wie wahnsinnig schnell man sein muss, was das Planen angeht. Und ich war noch nicht mal in der 13. Woche, sondern ich war ja gerade in der 8. Woche, wo die Ersten schon gesagt haben, sucht euch so schnell wie möglich eine Hebamme, die euch nach der Geburt beiseite steht, die hilft, wenn ihr nicht wisst, wie man richtig stillt, die guckt, wie ihr das Kind badet. Und in Hamburg ist es wirklich so, dass ich glaube 40%, ich will jetzt gar keine falsche Zahl sagen, aber auf jeden Fall ein ganz großer prozentualer Anteil, die keine Hebamme bekommen, die Nachsorge macht. Und es ist unglaublich wichtig, dass Frauen und Männer in der Zeit einfach ihre Sorgen und dieses neue Lebewesen, was da kommt, einfach die Sorgen mitteilen können. Und wir haben zum Glück eine gefunden. Mein Mann hat das alles übernommen und auch das habe ich gelernt. Die Männer wollen uns helfen und ich habe ganz klipp und klar meinem Mann gesagt, was er Gutes tun kann, damit er mir helfen kann, weil er auch so ein bisschen hilflos war. Ich habe ihm dann gesagt, bitte stell mir Ingwertee und die Tomaten morgens hin. Das hat er gemacht. Er hat mir die Füße massiert. Er hat mir alles besorgt, was ich an Essen haben wollte. Er hat den Haushalt mehr übernommen. Also wirklich ich habe einfach mitteilen müssen auch, was ich brauche. Und ich habe gemerkt, dass ihm das unglaublich hilft, dass ich ihm sage, was ich brauche. Und er hat dann übernommen, diese Hebammen zu suchen oder die Hebamme zu suchen. Wir haben so viele Absagen gekriegt. Wir haben oft schon einen Text bekommen, wenn du keine Hebamme bekommst, dann bitte trag dich hier ein, damit der Staat oder das Bundesland das weiß. Wir haben zum Glück eine Hebamme gefunden und wir sind sehr dankbar darüber. Dann kam gleich, sucht euch einen Kita-Platz. Ich habe gedacht, ich bin doch noch nicht mal in der 13. Woche, ich weiß ja noch gar nicht, ob dieses Kind wirklich hier auf diese Welt kommen will. Sucht euch einen Kita-Platz. Ja, wir suchen jetzt einen Kita-Platz und wir haben auch schon ein paar Kita-Plätze uns angesehen. Es ist verrückt, also es ist einfach dieses, was du schon vorher einfach planen musst. Dann habe ich eine ganz tolle Freundin, die Hypnobirthing macht und auch Hypnobirthing werden wir machen im Oktober bei ihr. Es sind 4 Termine und da geht es einmal darum, dass du deine Geburt so visualisierst und so in einen Zustand gehst, dass du dir vorstellst, dass es eine tolle Geburt wird, dass es etwas Spirituelles ist. Und ich bin ganz dankbar, dass ich diese Freundin auch hatte, denn ich habe ihr in der 11. Woche ein paar Fragen stellen dürfen und habe sie gefragt, was glaubst du denn, was für mich gut wäre oder welche Vor- und Nachteile siehst du bei einer Hausgeburt?
bei einer Geburt, die wir im Geburtshaus machen können, oder wie siehst du das zu einem Krankenhaus? Und meine liebe Freundin hat gesagt, ja, wenn du dir vorstellst, weil ich wirklich die Vorstellung hatte, vielleicht in ein Geburtshaus zu gehen, du bist in der 11. Woche, da bist du viel zu spät dran. Und auch das hat mich wieder geschockt, weil es mein erstes Kind ist. Ich habe mir darüber vorher keine Gedanken gemacht, wie ich dieses Kind auf die Welt bringen wollte, weil wir einfach, oder auch ich, einfach ganz andere Dinge im Kopf hatte. Und ich habe dann wirklich angefragt im Geburtshaus und es gab wirklich keine Termine mehr und wir werden jetzt wahrscheinlich im Krankenhaus gebären. Auch das, wir gucken uns jetzt die Krankenhäuser an, ist halt einfach so verrückt für mich gewesen, dass ich in der 11. Woche schon wissen muss, wo es hingeht. Dann gibt es ja noch die Menschen, die sagen, erzähl das bloß keinem vor der 13. Woche, dass du schwanger bist. Und auch das habe ich für mich entschieden, das nicht zu machen. Ich habe meinen besten Freunden, meinen Eltern oder auch meinen Schwiegereltern und auch den Geschwistern, wir haben denen das erzählt, weil es etwas ist. Wir haben uns schon sehr gefreut, auch wenn mir nicht gut war. Es ist ein so tolles Erlebnis, wenn man wirklich Mutter, Vater werden will, dass es dann auch passiert und wir wollten es einfach teilen und da bin ich halt wieder bei diesem wahrhaftig sein. Ich bin so oft wahrhaftig und ehrlich, dass auch wenn ich dieses Kind nicht bekommen hätte, weil etwas passiert wäre, wären das die Menschen gewesen, mit denen ich das hätte geteilt. Und deswegen habe ich ganz genau geguckt, mit wem bin ich immer so wahrhaftig, dass die das wissen dürfen, die Freude. Und auch wenn etwas nicht so sein sollte, dass sie einfach auch mit mir in die Trauer gehen können. Und auch das finde ich wichtig, dass du eine Stütze hast. Und mir war es zum Beispiel sehr wichtig, dass meine Mama das sehr früh weiß, weil ich einfach mal anrufen wollte und wollte sagen, ey Mama, mir geht's gerade nicht gut. Und sie sagt einfach, ja Jenny, dir geht's auch einfach nicht gut und ich bin bei dir. Das möchte ich dir auch nochmal mit auf den Weg gehen. Entscheide für dich, wenn es für dich richtig ist, zu sagen, wann du damit rausgehen möchtest. Das ist dein Körper, das ist dein Leben und du darfst entscheiden, wem du das sagst und wem nicht. Und was ich auch gelernt habe, neben diesem ganzen Plan, was wir jetzt auch immer noch machen müssen, Kurse, die wir besuchen, Krankenhäuser, die wir uns angucken, Kita-Plätze, die wir suchen, dass ich jetzt, wo es mir auch wirklich besser geht und es ist wirklich in der 13. Woche passiert, dass ich immer mehr in Kontakt mit mir und mit meinem Kind komme und da möchte ich euch auch vielleicht nochmal einfach im 2. Trimester eine Folge machen. Erstens, was mir hilft, was ich jetzt gerade mache, aber das wird halt noch ein bisschen dauern. Ich will da selber nochmal wirklich dieses 2. Trimester einfach für mich haben und gucken, was kommt dann überhaupt. Und möchte euch auch einfach mit auf meine Reise der Ängste und Sorgen nehmen, weil nicht alles ist immer toll. Natürlich überwiegt das Glücklichsein, dass dieses Kind jetzt bald auf die Welt kommt, aber trotzdem gibt es dort auch Yin und Yang. Ja, was für mich immer noch herausfordernd ist, und das sind die Gerüche, gerade in Hamburg gibt es so viele Gerüche. War früher schon immer sehr geruchsempfindlich und also Abgase, Parfüm, Rauch, alles, was so ein bisschen verschimmelt oder alt riecht, ist für mich gerade sehr, sehr schwer. Und dann kommt die Übelkeit auch oder dieses Unwohlsein leicht nochmal hoch. Da bin ich gerade noch ein bisschen am gucken, was man da machen kann. Aber auch das ist einfach gut, dass die Gerüche, dass wir so geruchsempfindlich sind, weil wir dadurch einfach auch das Kind schützen, weil wir aus diesen Situationen rausgehen. Und man sagt halt auch gerade so, Alkohol und Zigaretten, dass wir das nicht riechen können, ist halt auch so, dass wir es dann einfach auch nicht zu uns nehmen können. So, ich schaue noch mal, ob ich jetzt alles für dich wirklich so habe. Viele fragen mich jetzt auch nochmal, wie kam denn der Umschwung? Wann hast du gemerkt, dass es dir wieder besser geht? Es war wirklich gefühlt so von einem Tag auf den anderen, wo mein Humor wieder kam, wo ich wieder gemerkt habe, da ist meine Kraft wieder und ich wieder rumgescherzt habe. Ich wieder einfach, ich war und ich gemerkt habe, langsam geht so dieses Unwohlsein weg und jetzt bin ich wirklich in meiner Kraft. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar schon gehört hast. Ich schreibe gerade an einem Buch. Es wird ein Buch sein, wo es darum geht,
wie wir unsere Energie halten können und wie wir nicht ausbrennen im Leben. Und ich hatte schon solche Situationen, wo ich mich sehr ausgebrannt gefühlt habe, bis kurz vor Burnout. Und ich möchte einfach dich und alle Menschen mitnehmen, dass sie dieses Gefühl und was da sich so nachzieht, nicht haben müssen. Und wir rennen oft in unserem Leben und es ist auch manchmal okay, aber es gibt viele Tools, wie wir da ein bisschen besser mit uns umgehen können und uns bewusster werden. Und es wird ein Buch sein mit über 60 Lektionen, wo du gucken kannst, was ist gut für dich, was ist nicht gut für dich, deine Energie halten, auch das innere Kind heilen, Sachen nochmal aufdecken, die für dich vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut waren. Und es wird Meditationen geben und ich werde Ende Oktober, Anfang November werde ich ein Crowdfunding machen, wo du dieses Buch vorbestellen kannst, auch andere Geschenke bekommst. Und ich sage dir da auf jeden Fall nochmal Bescheid, wann das soweit ist, weil dadurch, dass du ja weißt, dass ich schwanger bin, werde ich irgendwann in den Mutterschutz gehen und dort kann ich das Buch dann erstmal nicht veröffentlichen. Deswegen wird es vorher passieren über das Crowdfunding, damit ich auch weiß, wie viele Bücher ich bestellen darf. Und es gibt auch noch andere Geschenke, ein Essen gehen mit mir. Und bleib da einfach mal auf dem Laufenden. Du kannst mir immer gerne bei Instagram folgen, Herzeit_Jenny Siering oder bei Facebook oder meinen Newsletter abonnieren oder auch weiterhin den Podcast hören und dann wirst du rausfinden, wann dieses Buch rauskommt und ich werde da natürlich die Werbetrommel noch dann trommeln, dass du das auf jeden Fall mitkriegst, dass du das Buch vorbestellen kannst, aber merk dir schon mal so Ende Oktober, Anfang November, dass du das vorbestellen kannst. Vielleicht schaust du dann mal ein bisschen mehr bei meinem Instagram rein. Und solltest du noch eine Frage haben zu Mutter sein, vielleicht kann ich das schon beantworten oder auch zum Schwangersein, zum Schwangerwerden gibt es auch eine ganz schöne Podcast-Folge, die ich ja vor 3-4 Wochen gemacht habe, wie du nochmal gucken kannst, wenn du nicht schwanger wirst, was du da machen kannst und an alle da draußen, die diese Übelkeit schon mal durchgemacht haben oder durchgemacht haben oder werden, wir schaffen das alle und es ist einfach auch ein Learning, immer wieder guck, was das dir auch sagen kann und dass du dir Ruhe gönnst und dass du guckst, dass es dir gut geht, dass es dem Baby gut geht und zieh deinen Mann mit ein, der will helfen, erzähl ihm, was du brauchst und sonst wünsche ich dir einfach einen ganz, ganz großartigen Tag. Mein Licht grüßt dein Licht, deine Jenny, Namaste.